Guten Morgen zu Ihnen alle frühs. Dankeschön für Trekum. Und von der war wir in Bett eine Pause nehmen von uns ersten Petrus studieren. Und dann war wir ein klein bisschen von reden von was Dinge, was der ganz Welt umgehen, nu das Zeit. Und das ist interessant, dort ist Sachen abgekommen, dort nu kriegen und wo jeder das horchen. Ich glaube, alle von uns wollen das all gehört haben von das. Und auch alle wollen vielleicht all haben muss Dinge ändern in uns Leben wegen das. Und dort ist das Coronavirus, was wir von hier tun, was da in China anfängt. Und das ist eine große Abreihung, mehr Rahmen Welt und Menschen probieren auszufinden, was meint das für uns und was soll wir tun und was Wahrheit und was nicht. Und so ich dachte, ich würde von der ein Video tun, um uns Motto strecken. Und in Gott sein Wut checken und von dort Mut fuhren, dort Gott ist noch dasselbe als wissen wir und er ist was immer über rein leben. Und so von der war wir nur was Schriftstellen checken und der Mut fing in Gott sein Wut. Und so ein Teil von uns, wir haben vielleicht all muss nur Tüß bleiben, wie das tut. Und so ich dachte so, wenn wir können uns taub in Gott sein Wut checken und uns durch Mut nehmen und durch Wahrheit nehmen, dass wir können die Wahrheit brauchen, zum die Lesen, was da uns mal abkommen, man all das, was der Feind anprüft, in der Forcht zu bringen, dass wir können die Wahrheit nehmen, was wir finden in Gott sein Wut und die Dinge aus uns Leben rührt, was uns die Sorgen, was wir haben. Und so, von der war wir von reden, von Gloowen oder Forcht. Und wir haben eine Entscheidung, was wir können merken, wenn da sind die Dinge ankommen, ist, wo wir glauben wollen in uns Herrn Jesus Christus, oder wo wir uns nennen, nur den Yes von Forcht. Und so, da sind da Menschen, die wollen sehr wild machen und wollen nicht, wo sie sollen handrehen. Wenn da ist das passiert, dann kommen Menschen, sie fühlen sich sehr kraftlos. Und dann merkt dort Menschen Dinge, alle Sorten Dinge tun, was vielleicht sehr gewöhnlich nicht würden tun. Und so, ich tue mich selbst ein bisschen anlassen, wenn ich nicht Jesus kann, in mir können ab Arm verloren, wo soll würde ich mich hier angerühren? Dann kann einer ein bisschen verstehen, die Menschen, was Jesus nicht kann, woran sie tun, was sie tun. Das meint nicht, dass wir, was du in den Herrn Jesus Christus sind, dass wir nicht erfahren tun, oder dass wir nicht Tiden haben, wo wir anzufallen, uns als Angst wegen Dinge. Aber wir haben Gott sein Yes in uns Leben, und Gott hat sein Yes, Gott sein Yes hat die Kraft, mir die halten, dass wir nicht sterben, und die Furcht leben, dass wir können die Wahrheit nehmen, und die Lehres brauchen, was die Feind braucht, uns zu sein. Und so, als Menschen im Glauben, wir haben himmlische Führer, wo du alles kontrollieren wird. Wir dürfen nicht so denken, Gott hat sich gedreht und nu sieht er dort nicht, was hier angeht, und wir sind hier allein. Wir hatten Gott, wo du wenn uns bedeutet, als er uns über uns sorgen und er wird uns alles geben, was uns fehlt. Und am 14 ist das Ding auch nicht. Und so, wir haben in der Bibel über 150 Mal, wo das sagt, furcht nicht oder sorgt nicht über das und dort. Und so von der war wir ein bisschen ein paar Schriftstellen, wo die Bibel von so was redet. Und dann war wir von wo können wir als Christen in dieser Zeit dann leben, dort wir können ein Bild sein für andere, von wo Gott ist und wo groß er ist und was er kann für uns tun, wenn dort schwer ist das. So, wenn wir anfangen mit Lukas 12, Vers 22 bis 26, 28 lesen, dann dort sagt es das. Dann sagt Jesus zu seinen Jüngern, ich sage ihnen, sorgt nicht über ihr Leben, was ihr eten wollen oder was über ihren Körper, was ihr antragen sollen. Dort leben als Meier aus dort Eten und der Körper Meier aus der Kleidung. Kickt nur die Kreuen, die sehen nicht und ernten nicht, die haben nicht Speckers und nicht Stallingen. Und doch gibt Gott an Futter. Und wo viel Meier sind jedoch weit aus der Ferien? Wer kann sein Leben durch Sorgen eine Stunde anlegen? Wenn die so eine Kleinigkeit nicht vor dich bringen, woran dann über dort andere Sorgen? Kickt nur die Lilie, wo die wohnen, die arbeiten nicht und die spenden nicht, und doch sei ich ihnen, dort Salomo in seiner Herrlichkeit nicht einmal
so strom die Kleid wir aus einer von dei. Wenn Gott dort groß ab der Stab, so kleiden dort von der hier als in Marien im Ofen geschmitten wird. Wo viel mehr wird er jünt, da nicht kleiden? Oh, wo als jünt glauben so klein. Jesus fängt an in dieser Versen und sagt, sorg nicht über jünt leben. Und du hast eine Unterschied zwischen Sorgen und uns über die Verantwortlichkeit abnehmen für uns Leben, was Gott uns geben wird. Und dort meint nicht, dass wir so eine Sorge nennen wollen, wo wir dort Dinge uns dort schwer merken, wo wir dort im Leben wollen. Aber dort meint so viel, dass Gott hat uns eine Verantwortlichkeit gegeben für uns Leben. Und so, Jesus sagt, das Leben als Meier aus Eten und der Körper Meier aus der Kleidung. Und so, die sagen, was Jesus hier von redet, den Mensch, der den Mensch gleichstellen mit dem Tier. Und wo werde bloß, ein Tier ist bloß bedient von der, und wenn du mir Eten fehlt, dann will ich eten. Und das alles wird duren wird. Und so, Jesus sagt hier, dort, wir als Menschen, uns leben als Meier aus dort. Uns leben als Meier aus Eten in der Kleidung. Und dort wie wir Dinge haben, tim nur sein. Und wir sollen dort nur handeln. Uns leben als Meier aus bloß für uns, unsere körperliche Dinge alle Tag. Und so ich dachte, so das passt sehr auf den Taub mit alles, was wir nie gut durchgehen. Menschen, die proben, Klinik zu kaufen, so viel als sie können. Und hier nu in Mexiko fängt das auch an. Und dort Menschen immer mehr Kliniks kaufen, auch dort heute Hand Sanitizer, dort zum Hängen merken. So viel zu kaufen, als sie können. Wenn es Angst, dort wird man immer dran. Und so, das ist ein Beispiel, was wir können brauchen, wo Menschen, wenn die sich auf eine Stadt fallen, wo sie so fallen, sie wird nicht kontrolliert sein, dann tun sie Dinge, zum Proben sich selbst Dinge taub zu routen, dort sie wollen nicht haben. Aber als Christen, wir wollten dort von der, was uns nie gut fehlt, wir haben mehr, uns Leben als mehr als dort. Wir haben eure Dinge, wo wir sollen nur sein. Und so, das kann uns halten, dass wir können so denken, ich habe eure Dinge nur zu sein. Und in dieser Zeit, wo habe ich nach einer eure Aussicht? Kick wie immer noch wieder aus, was von dir ist. Und was wir können in dieser Zeit tun für Jesus. Und wir sind nicht Menschen, die durch das gehen, als wenn wir keine Hoffnung haben. Aber wir haben eine Gelegenheit, zu Menschen wiesen, dass Jesus Christus als unsere ewige Hoffnung und unser Leben die Hoffnung. Und dann in Vers 24 bis 28, da sagt er, ihr sagt, woran wir nicht darum dürfen. Und woran wir nicht darum sorgen. Und er sagt, gib mal nur die Fehl. Gott, der alles geben, was er fehlt. Und er wird, wie viel mehr wird er nicht am Jünd alles geben, was er fehlt. Und wir sagen dort hier, dass die Fehl, die tun nicht bloß tun mit der Müll up und Gott ja bloß alles, was er fehlt. Die schaffen ab dort, was er alle Tag fehlt. Und so, wir sind wenn wir uns auf Gott verlassen, dass er uns alles geben, aber auch an die Verantwortlichkeit ab uns nehmen, zum tun, was wir sollen tun. Wir dürfen nicht uns in Forcht geben und über bloß gucken, was uns fehlt. Wir dürfen nicht so denken, wenn ich nicht einen großen Klappen abgestüpselt habe von den Dingen, dann wird nicht okay sein. Wir sind Christen, die da im Herrn sind. Und wir sollen ein Beweis sein, dass wir nicht dürfen in der Forcht leben. Und so, Gott wird für uns sorgen und er wird uns geben, was uns fehlt. Das ist auch nötig, dass eigentlich horchen nur, wenn die Regierung uns Dinge sagt, was wir sollen tun. Wir haben jetzt ein Video fertig und haben nur gesehen in 1. Petrus, dass Gott, der ja viel Raum, dass wir nur die Regierung horchen tun. So, wenn die sagen, wir sollen tüß bleiben, dann werden wir tüß bleiben. Und so, sie hatten tolle Dinge, dass vielleicht nur in was verlohnt, die leben das. Aber das ist nötig, dass wir die Regierung in tun sind und tun, was sie sagen, was sie uns sagen. Und wenn die Regierung als Einsatz von Gott, dass wir Gott sehen, gedei. Und so, und dann sagt dort, wer kann sein Leben durch Sorgen eine Stunde online? Wenn hier ein Mensch sagt, das ist ein gutes Ding, dass ich das selber gesagt habe, wenn
Ich habe nu mein Leben in Pordeo könnt anlängen, wen dort. Keiner sagt uns dort, wenn uns Sorgen und über Dinge düren und uns dort schwer machen, dort das unser Leben nicht anlängen. Und wenn der ein Ding ist, dort das unser Leben härteren. Wenn dort habe ich sein und Menschen, wenn die dort sehr schwer haben über Dinge und bloß sich dort die Sorgen lassen überkommen, dort einem eine Gesundheit dann. Und so dort einem dann über Dinge sorgen. Und wenn einer bloß sorgt über Dinge und einer merkt sich das schwer über, dort ist auch nicht Sinn. Jesus sagt uns, wir sollen nicht sorgen über die Dinge. Und wir wollen die noch in Philippa 4 kicken und in ein paar Versen auch. Und hier der Paulus reden. Und er sagt es dort in Versen 4, aber 7 in Philippa 4. Er sagt es dort, freut jünd einmal im Herrn. Und ich sage jünd noch einmal, freut jünd. Lot alle Mann sein, wo leiftulich je sind. Der Herr ist dich bei. Sorg jünd am Nisch. Lot Gott mit Beten und mit Prachen und Dank sein alles weiten, was jünd fehlt. Und Gott sein Fried, der weit über alles geht, was Menschen verstehen können, was jene Horten und Gedanken in Christus Jesus bewahren. Er fängt diese Versen an mit sagen, freut jünd immer. Nicht bloß, wenn alles gut geht, oder wenn alles leicht geht, aber er sagt, freut jünd immer im Herrn. Und dann sagt er das noch einmal. Er sagt, freut jünd. Und wenn einmal einer zweimal eine Spruch sitzt in der Bibel, wo da zweimal gesagt wird, dann ist das so viel Holzstahl und Chick, dass er will das uitdrücken. Und dann sagt er, freut jünd. Wir sollen uns immer freuen im Herrn. Gerade don't in was von der Zeit wir sind. Und dann sagt er, laut alle Mann sein, wo wir leiftulich sind. Und wenn wir uns in der Forcht angeben, wo alle Menschen wohnen, die sich forchen und wir in diese Tiden, dann können wir nicht leiftulich sind. Wenn es dann sagen wir bloß an uns selbst bedeutet. Und dann denkt einer bloß, was soll ich von dir tun, dass ich bestehen bleibe, oder dass ich wo nicht kann. Aber heute will haben, dass wir sollen Menschen wiesen, wo leiftulich wir sind, wenn es wie den Herrn Jesus Christus haben. Und so dann sagt er, der Herr ist dich bei. Einzige Übersetzungen sagen, denkt daran, dass der Herr kommt bald. Und das bringt uns zwar drei, dass wir sollen eine ewige Aussicht haben. Das Leben ist nicht für lang. Und dort haben wir in 1. Petrus auch viel gesagt. Denkt daran, dass das Leben ist bloß kurz, dass wir sollen eine ewige Aussicht haben. Und besonders in diesen schweren Zeiten ist es sehr nötig, dass wir uns da immer weiter in uns Sinn, uns Denken halten, dass das Leben ist nicht für immer. Und wenn ich mich gerade in die Schlängen bringe von Forcht, wo ein Teil Menschen tun, dann dauert meine Augen von Jesus raufnehmen und dann mit einmal hostig, dann die Dinge, wo ich durchgehe, die sperren sich viel gerater aus was die sind. Und dann in meinen Sinn merke ich, Jesus viel kleiner und die Troubles, wo ich bin, sie bloß viel gerater. Das ist nicht, dass Jesus dann kleiner wird. Er bleibt immer überall. Aber in uns Sinn, dann mit einmal dann sieht uns das so, die Dinge, die ich durchgehe, die sind viel gerater. Und Jesus, die bleibt überall, aber er ist groß und wir können uns ab ihm verloren. Und so, er ist kraftvoll. Seine Kraft bleibt immer überall. Und so, wir dürfen uns nicht fürchten in dieser Zeit. Furcht ist nicht von Gott. Und guck mal, was 2. Timotheus 1, Vers 7 sagt. Das sagt, der wird auch Paulus sein. Und er sagt zu Timotheus, das ist, willst Gott gibt uns nicht einen Geist, der uns furchtsam macht, aber den Geist von Leib und Kraft, und dort wir uns selbst beherrschen können. Du hast ein Geist, was uns furchtsam macht. Und das ist nicht von Gott. Aber Gott hat uns einen Geist gegeben von Leib und Kraft, und wo wir, dann können wir uns selbst beherrschen. Wir können uns selbst kontrollieren, wenn wir den Heiligen Geist in uns haben. Wir dürfen das bloß nehmen, was Gott uns all gegeben hat. Er hat uns als Christen, wir haben den Heiligen Geist in uns, und der hilft uns, dass wir in Leib und in Kraft in Selbstbeherrschung leben. Und so, in Vers 6 sagt es dort, sorg ihn am Nisch, lut Gott mit Beten und Prachen und Dank sein, alles weiten, was ihnen fehlt. Wir dürfen uns am Nisch sorgen, aber wir sollen am alles beten. Und wie kann Gott krank sein, was uns fehlt? Am verfehlt das nicht, wenn wir am Dinge sein, was uns fehlt, wenn er weiß auch, was uns fehlt. Aber Gott will haben, dass wir sollen ankommen und wir sollen dort sein, was uns fehlt. Und aus Mennoniten in Dalmul sind wir abgewassen und wir haben gelehrt, dass wir können bloß
Gebete beten, was wir uns haben auswendig gelehrt. Was wir uns haben im Gebetbuch gelehrt. Aber mir denkt das noch, wenn ich abwussten deut, ich deut ein Gebet für die Multit beten, was du nicht mehr zu tun hat mit einer Multit. Ich bete einmal, fürchte Gott, liebes Kind, Gott der Herr, sieht und weiß alle Dinge. Und das wir nicht, dass der wird, Dame wird werden, aber alles, was dort deut, ist in mir eine Furcht bringen von Gott. Und ich deut nicht nur danken für das Eten, was Gott mir gegeben hat. Aber ich habe mich dort so angewandt, dass ich muss bloß Gebete beten, was ich mir heute auswendig gelehrt. Aber wenn ich Jesus annehme aus meinem persönlichen Heiland, dann hat einmal warte ich an, ich kann für Gott gehen und ich kann mich entscheiden zu ihm. Wenn ich das schwach habe, dann kann ich ihm das sein, dass ich kann am meine Gefallen sein. Und so sagt er, sehr weiß das all, aber er gleicht das, wenn wir nach ihm kommen in Gemeinschaft haben. Und das meint nicht bloß, dass wir nach ihm gehen sein, von der fehlt mir Eten, und von der fehlt mir ein Tag, dass ich das konstruieren, aber er will haben, dass wir sollen nach ihm kommen. Und wir sollen uns hart utgehen zu ihm. Und wir sollen am sein, weil wir uns feilen. So wir können Gemeinschaft haben mit Gott. Und wir können zu ihm so reden, als wenn aus ein himmlischer Vater, was uns Säuer laufen wird. Und dort ist, wer er ist. Und so, wir können mit ihm mitteilen, wenn uns Angst ist. Wenn wir eine Furcht haben. Wir können ihm das sein. Und dann wird er uns eine Friede geben. Und wir können am Frauen nur eine Kraft. Dass er uns wird halten, dass wir immer unsere Augen ab ihm halten. Und dann, wenn wir nur dort fragen, dort will er uns wirklich geben. Wenn dort es sehen wollen, dass wir dort die Dinge haben. Und dann kann er uns eine Kraft geben, dass in dieser Zeit, wo das so schwer ist, dass wir können erscheinen für Jesus. Dass wir können Menschen wiesen, wenn sie Jesus haben, dass sie keine Friede haben, was bloß vom Herrn kann kommen. Und wenn die Menschen daran antworten sollen, weil wir leben dann für Jesus und dass wir eine Friede haben, dann wollen sie anfangen, zu fragen, was hast du, was ich nicht habe? Und wo kannst du so eine Friede haben, wenn auch alle in den Raum ans, die Dinge, das spielt sich so, die fallen nicht neu. Und so in 1. Petrus 3, Vers 15, da sagt es, dass überherrlich Gott dem Herrn in jedem Hort. Sieht immer mit einer Antwort reut für die in Grund Frauen für die Hoffnung, die sie haben. Bloß dort läufttulich und respektvoll. Wir sollen immer reut sein, zu beantworten, wenn Menschen uns fragen, was hast du, was ich nicht habe, und wo kannst du so in Friede sein. Das sagt, wir sollen immer eine Antwort haben, wenn die wollen wissen, was hast du für einen Grund für die Hoffnung, was du hast. Und so, wir sollen immer reut sein, zu sein, die Hoffnung ist in Jesus Christus. Und du sagst, wir sollen das läufttulich und respektvoll tun. Wir sollen nicht Menschen rumgehen und verdammen und dumm sein und sagen, die sind so eine Sünder und man jemand unterstützen. No, wir sollen so leben, dass die Menschen wollen uns freuen, weil wir können so leben, wenn auch alles rum uns so spät das jetzt alle nein. Wir können Jesus vertrauen, nicht bloß für unsere Rettung, aber wir können ihm auch vertrauen für unsere jährlichen Dinge, was uns fehlt alle Tag. Und wir können auch vertrauen auf die körperlichen Dinge, die uns fehlen alle Tag. Und Menschen wollen uns wundern, was wir haben, wenn wir das leben, wenn wir in der Hoffnung leben und in der Friede leben. So, wir sollen eine Antwort haben, für was immer wenn Menschen uns fragen, weil wir können so in der Friede leben, in so eine Hoffnung haben. Maar ich, wenn das schwer ist. Wenn wir Schluss merken mit Vers 7, und dort sagt es das. In Gott sein Friede, der wird über alles geht, was Menschen verstehen können, was jene Horten in Gedanken in Christus Jesus bewahren. Lass mich das noch einmal lesen. Das ist bloß eine wunderbare Vers. In Gott sein Friede, der wird über alles geht, was Menschen verstehen können, was jene Horten in Gedanken in Christus Jesus bewahren. Kann wir das wirklich verstehen? Gott wird uns eine Friede geben, bloß wenn wir uns ab am verloren. So, einige Menschen, die wollen eine Friede haben, und doch wollen die über alles sorgen. Aber wenn wir die Friede wollen haben, was Jesus uns geben, dann müssen wir unsere Sorgen ab am leiden und uns ab am verloren. Ich weiß nicht, wo die bist, aber einzig Mal dann wird einer an, einer hat lang in einem seine Gedanken, lauten wild worden und über alles denken und was das können geben. Und wo schlecht das ist, wird einer ist mal stillhalten und denkt so, wach mal ein bisschen.
Ich habe Jesus Christus und ich kann mich ganz ab am verloren. Er ändert nicht an. Er wird uns nie nicht verloren. Und er ist kraftvoll. Gerade in dem, was schwört hier in dieser Welt, als Gott verfehlt sich nicht wegen dieser Dinge und er kann mich halten. Wir müssen uns denken halten, über die Schrift, dass Gott, wir haben Gott und er wird uns halten stehen und er wird uns geben, was uns fehlt in dieser Zeit. Und wir als Christen, wir haben eine Gelegenheit, sehr zu wissen in diesen Zeiten. Wir haben eine Gelegenheit, zum anderen Menschen wiesen, was wir haben. Zum ein Licht sein, darum bei uns, was sich fing in den sehr düsteren Zeit. Und so wir haben Gott sein Wort, was wir können brauchen, zum der Lehre ist, was der Feind ans Prof zu bringen. Wir können Gott sein Wort brauchen, und dort als Wahrheit, was wir können über der Lehre reden, und dort wir nicht die Dinge daran glauben. Dann wird Gott uns eine Friede geben, was Menschen nicht mehr verstehen können, wenn wir uns unsere Sorgen ab arm leihen. Und diese Friede, da sehen Menschen nur. Alle Menschen sehen nur eine Friede. Und so, was sagt das, was Gott seine Friede wird tun für uns? Das sagt es, der wird unsere Worte und unsere Gedanken in Christus Jesus bewahren. Und das meint, dass Jesus Christus wird unsere Gefehlungen und unsere Gedanken bewahren. Und so, ich weiß nicht, wo die bist von dir und wo du dort hast. Und wo du all hast, musst gehen, fährten, gehen die Furcht, was der Feind will haben, wo wir sollen anfangen. Aber wir dürfen nicht das leben. Wenn wir haben, und Gott wird uns halten, dass er uns unsere Gedanken und unsere Gefehlungen bewahren. Und einmal dann lässt einer in seine Gedanken los und dann, wenn das wird passieren, oder wenn dort wird passieren, wenn ich krank war, oder einfach meine Familie krank wird durch das, und mit einmal einer soll sterben. Aber wir haben Gott, was uns kann bewahren, und das meint nicht, dass wir alle werden beschützt worden von dieser Krankheit. Das meint nicht, dass Gott nie wird nicht lassen uns zukommen. Aber wir können uns auch verlassen, dass morgen, wenn wir das kriegen, oder wenn ein von unserer Familie, oder was immer, dass wir können uns auch verlassen, dass Gott sitzt uns und er wird uns bewahren, dass wir können uns auch vertrauen. Und so, wir werden noch nur eine Vers kicken. Und Paulus hat eine gute Idee über das, von Sterben und Leben. Und das, was er sagt in Philippa 1, Vers 21 bis 22, er sagt, dort ist so, wie Christus mein Leben ist, und Sterben ist für mich, wenn ich hier noch Leben blieb, meint dort für mich noch mehr fruchtbare Arbeit. Deswegen weiß ich nicht, was ich wählen soll. Paulus wisst dort, wenn Gott am hier wird ab ihr loten, dort meint so viel, er kann noch mehr Frucht bringen für Jesus. Noch mehr fruchtbare Arbeit. Aber wenn er sterben dort wir gewähren für ihn. Und wenn wir diese Anstellung kann haben, dort wenn wir sterben, wir gewähren werden, wenn wir können ewig mit Jesus leben. Das ist eine wunderbare Motorstärkung, was eigentlich kann haben von diesem Vers. Und so, in Jesus kann ich feststellen, wir werden nicht nur alles horchen, was Menschen sagen. Wenn es dort braucht, die Feind zu brauchen, um uns in eine Furcht zu bringen. Und so, zum Schluss will ich bloß fragen, bist du in Jesus nur Folger? Stehst du Fuß in Arm und hast du die Friede, was wir von dir reden haben von dir? Und wenn nicht, warum wirst du nicht von dir die Entscheidung machen, zum Jesus nur folgen? Wenn du noch nicht hast, die Entscheidung gemacht, zum Jesus nur folgen, dort von dir. Wenn wir können uns absoluten, dort wir können in Jesus seine Gerechtigkeit absoluten, und dort wir können in seine Gerechtigkeit stehen. Gott will uns eine Friede geben, was Menschen nicht mehr verstehen können. In 1. Petrus 4, Vers 7, da sagt es, dass schmied all jene Sorgen ab Arm, er sorgt für ihn. Dort sagt nicht, dass Gott wird unsere Sorgen von uns wegreden. No, dort sagt es, wir sollen unsere Sorgen ab Arm schmieden. Und so, wenn wir das schwachen von der, wir können unsere Sorgen schmieden ab Arm. Und für die von uns wird uns all ans Leben gegeben nur den Herrn Jesus Christus, wer wir unsere Sorgen schmieden ab Arm. Wenn uns Wort betragt ist und wir haben das schwor, wer wir unsere Sorgen schmieden ab Arm, wen er sorgt für uns. Und so, das ist wunderbar, wenn wir hier andenken. Und für die von jenen wird sein, er kann auch niemals eine Entscheidung gemerkt, um Jesus nur folgen. Warum nicht das von dir tun? Er will dir auch eine Friede geben, was Menschen nicht mehr verstehen können.
Und wir können uns abverloten, dass Jesus ist gestorben für unsere Sünden, dass und du nicht darauf schaffen, dass wir uns kennen reich merken für Gott, wenn es, dort haben wir ab keine Weich und keiner kann sich reich merken für Gott. Und so, Römer 10, Vers 9, wird auf, das sagt es das. Wenn du mit dort Mühl Jesus als Herrn bekennst und läufst dort Gott vom Tod abgewagt hast, wirst du selig. Wer vom Horten läuft, wird gerecht, und wer mit dem Mühl bekannt, wird selig. Der Straf sagt, wer immer unarmt läuft, wird nicht geschont werden. Das ist ein wunderbarer Versen. Und wenn wir mit uns Mühl bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, dann werden wir selig werden. Und dass wir an uns Wort glauben tun. Und so, wir machen bekannt, dass wir Sünder sind. Und dass wir kein Weg haben, ans Reich mehr für Gott. Und das Blut Jesus. Und wir machen auch an das Blut Jesus glauben, dass heuhaft die Sünden betont. Dass Gott am Schackt, den Weg aufzumerken, dass nur Gott kommen. Und wir machen uns Glauben sagen in der Vorarbeit von uns Herr Jesus Christus. Und wir können in Jesus seine Gerechtigkeit stehen, für Gott. Philippa 3, Vers 9 sagt es, dass ich will in seinen und nicht meine eine Gerechtigkeit haben, die durch das Gesetz kommt. Ich sehe die Gerechtigkeit, die durch den Glauben und Christus kommt, dort als eine Gerechtigkeit, die Gott mir zuspricht, wenn ich an Jesus glaube. So, ich will bloß sagen, wenn du noch nicht hast, dein Leben gegeben an den Herrn Jesus Christus, in den Glauben in ihm gesagt, und in der Vorarbeit, was er Kreuz getan hat für dich, warum das nicht von dir tun? Jesus will lügt, dass du sollst nur ankommen und das Geschenk annehmen, was er hat möglich gemacht für dich. Und so, wenn wir nur Gott gehen und beten und sagen, Herr, ich will mein Leben geben an dich und ich will mein Glauben sagen, ab was Jesus getan hat für mich. Und wir machen uns bekehren und uns umdrehen von das sinnvolle Leben, was wir leben, und uns vertrauen sagen ab Jesus Christus. Dankeschön für mit uns von dir, Dankeschön für das Kicken in Akub, dass in diese Phasen, was wir von dir sind, evaluieren, dass die Hand Mut gefangen daran, dass die Hand gesperrt, dass Gott da zu reden. Wenn Gott sein Wort als lebendig und er will haben, dass wir selber immer weiter uns vertrauen sagen ab ihm. Gottes Segen, das nächste Mal, und wir bleiben im Herrn, wir bleiben in der Friede, was er uns will geben. Und dort ist da für uns alle. So, sei wir uns nächstes Mal. Dankeschön.